Schönen guten Morgen, liebe Community. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ja, damit herzlich willkommen zum nächsten Video der PrintNC V4. Ja, wie ihr seht, steht die PrintNC an einem anderen Ort. Das ist auch der Grund, warum es auf dem Kanal ein bisschen pausiert war. Tja, so ist das Leben und nichtsdestotrotz müssen wir unsere PrintNC noch bauen und heute geht es weiter mit den Rollern bzw. dem Gantry bzw. die Vorbereitung dafür. Ja, also wir haben jetzt die Roller angebaut, ihr seht die 8 Schrauben und was der Chrissy hier schon gemacht hat, ich habe hier schon mal vorbereitet, zeige ich euch, das ist dann die Bauhilfe Nummer 5 mm M6 steht drauf. Die kommt auf die Hinterseite des linken Rollers. Ja, der rechte, der bleibt so wie er ist. Da sind zwar 2 Löcher drin, die sage ich euch gleich, wofür die sind. Und diese 5 Löcher hat der Chrissy hier im Prinzip schon vorbereitet. Das heißt 5er Loch gebohrt und 6er Gewinde geschnitten. So, jetzt nehmen wir uns unser Gantry und da ist auch noch wichtig, dass wir, also unsere X-Achse, hier ist eine Schweißnaht. Das kommt immer darauf an, was ihr für einen Stahl habt. Bei mir ist der eben geschweißt, ja, gerollt und geschweißt. Diese Schweißnaht muss nach hinten. Ja, so. Das heißt, ihr müsst gucken, auf welcher Seite ihr jetzt hier die Löcher bohrt. Dann nehmt ihr die Hilfe Nummer, was ist denn das? Hier steht Hilfe Nummer 6, 6,5er Löcher bohren, legen das Ding hier so drauf, machen hier 6 5er Löcher, 5 Stück. Und dann können wir auch gleich hier mit dieser Ecke ziehen wir uns hier eine Mittellinie. Und zwar auf der Seite ziehen wir uns eine Mittellinie und auf der anderen Seite ziehen wir uns auch eine Mittellinie. Ja? Auf der anderen Seite kommen aber keine 5 Löcher rein. Ja? So, und jetzt ist die Frage, wieso sind hier 2 Löcher drin? Naja, das ist ganz simpel. Wenn wir uns das mal angucken, Chrissy nimmt jetzt mal einen Imbusschlüssel. Ja? Wenn wir jetzt mal hier diese Schrauben hier außen anschrauben wollen, dafür nehmen wir einen Imbusschlüssel. Ihr seht es hier, der hat einen Kugelkopf. Das heißt, wir können die hier wunderbar schnell mit der Hand reindrehen. Und Chrissy nutzt dann hier so eine kleine Ratsche. Ja, 72 Zähne. Und diese kleine Ratsche, die kommt natürlich hier überall hin, aber hier innen drin wird es schwierig. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, hier oben 4 7er Löcher reinbohren. Chrissy hat jetzt nur 2 gemacht, die anderen 2 bohre ich noch. Die liegen nämlich genau über den, ich zeige es euch mal hier, über den Schrauben. Ja, also wir haben hier eine Schraube und hier eine Schraube. Also das heißt, wir könnten hier ein 7er Loch bohren. Ihr seht, hier sind die 5 Löcher. Ja. Wir würden mit denen nicht interferieren, weil wir irgendwo hier ein Loch bohren würden. Ja, also alles super. Alles super. Und auch die inneren, also quasi diese hier, könnten wir ein 7er Loch bohren. Da wären wir irgendwo hier. Und ihr seht, ich habe mal den Winkel drauf gesetzt. Wir sind also auch außerhalb der Löcher des Winkels. Ja. Also dementsprechend macht euch diese 7er Löcher gleich mit rein. Ja, gegenüber der Befestigung. Also ihr könntet theoretisch, wenn ihr diese Löcher bohrt, also wenn es auf dem Kopf liegt und ihr die Löcher bohrt, könnt ihr einfach bei den inneren einmal durchbohren. Ja, also bis zur anderen Seite rüber bohren. Das geht auch. Das muss nicht super gerade sein. Ich glaube, bei mir sind die, glaube ich, auch gar nicht so gerade. Ich habe die so mit Augenmaß gebohrt. Dann müssen wir mal gucken hier. So, da bin ich jetzt drauf. So, und ihr seht schon, das ist nicht ganz gerade, aber das ist egal. Ja, Hauptsache, man kommt da hin. Die legt man natürlich nur an und schraubt sie nur rein, die Schrauben. Richtig festballern müssen wir die natürlich mit einer Ratsche. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall diese Ratsche empfehlen. 72 Zähne. Wirklich ein schönes kleines Ding. Könnt ihr mal drehen, könnt ihr mal hören. Ich mache mal hier oben mal Mikro, Achtung. Oh, ich krieg's nicht gedreht. Mit einer Hand. Naja, ist egal. Spielt keine Rolle. So, und als ich natürlich hier so am Bauen war, ist mir dann was eingefallen oder aufgefallen. Und zwar habe ich die Wagen grob gereinigt. Ja, und habe die leicht eingeölt, weil gefettet werden die noch nicht. Weil wir natürlich das alles noch auseinanderbauen müssen. Ja? Wir müssen ja noch alles painten hier, malern. Das wird also richtig schön, alles wieder auseinanderzubauen. Aber das werden wir machen müssen. Und als ich das so bewegen wollte, ist mir Folgendes aufgefallen.
die laufen richtig scheiße. Und normalerweise müssen die ganz leicht auf der Schiene laufen, auch wenn die nicht gefettet sind. In dem Fall laufen die richtig kacke und das liegt einfach daran, dass in diesen Linearführungen ein Haufen Dreck ist von der Produktion in China. Und die müssen wir sauber machen. Und ich zeige euch im nächsten Video, wie wir die sauber machen und dann bereite ich das Gantry soweit vor. Ihr könnt schon mal doppelseitiges, kleines, dünnes Klebeband suchen. Das braucht ihr. Dünnes, doppelseitiges Klebeband. Denn die Montage des Gantrys gestaltet sich ein bisschen tricky. Wir werden nämlich das dann hier auflegen, mit 2 Schrauben befestigen. Dann legen wir das hier rüber. Ja, und wir werden dann diese beiden Halterungen sozusagen verbinden und werden dann entsprechend das Ganze hier so auflegen. Und damit haben wir dann im Prinzip unsere Bohrstelle für unser Gantry. Ne? Also wir kleben die beiden zusammen, ja, mit doppelseitigem Klebeband, und zwar genau so. Und wenn wir da die 2 Schrauben drin haben, dann nehmen wir das Gantry, legen das drauf und das klebt dann, also hier müsst ihr ein Klebeband drauf machen und hier zwischen, deswegen dünnes, ja. Und dann klebt diese Bohrhilfe am Gantry fest. Dann können wir die beiden Schrauben hier hinten lösen. Und dann können wir das Gantry langsam abheben, umdrehen und können uns die Stelle markieren, wo das Ganze drauf geklebt war und können dann da die Löcher bohren. Das liegt einfach daran, um den Abstand hinzubekommen, ja, für die beiden Dings. Und dazu müssen die Gantrys beide, also die Roller beide komplett nach vorne gebracht werden. Und dann packt ihr euch hier hinten diesen schwarzen Abstandsblock da hinten, ihr seht ihn da hinten, ja, ich zoome mal ran, mal sehen, ob das geht. Kann ich da ranzoomen? Oh ja, kann ich. Da liegt er, ihr seht ihn, ja. Dieser Abstandsblock, den wir benutzt haben. Und packt den hier hinter und macht hier eine Schraubzwinge vor. Und dann sind die hier fest, ja. Und das machen wir hier auf der Seite auch. Und der läuft hier übrigens auch richtig scheiße. Ihr seht schon. Ja, und den werden wir dann natürlich hier vorne auch festmachen, dass hier nichts passiert. So. Und dann haben wir eine definierte Position und da bauen wir dann unser Gantry zwischen. Ja, das zeige ich euch dann im übernächsten Video, weil im nächsten Video machen wir erstmal die Wagen sauber. Ja. Also Juti, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, tschüss, euer Chris.